Ja, und damit hallo und herzlich willkommen in diesem neuen Video. Mein Name ist Florian, aka Cyrael von cyraelpiano.de. Ich habe euch heute mal eine richtig tolle Fingerübung mitgebracht. Also mal wieder eine Fingerübung, eine kleine Melodie, die vor allem, das ist ganz wichtig, für Anfänger sehr, sehr gut geeignet ist. Warum? Und was diese Übung so gut macht, ihr habt sie eben gehört, ich habe es euch eben mal vorgespielt, das werde ich euch gleich im Video zeigen. Also ich zeige euch in diesem Video, wie wir diese Übung machen, also worauf wir da so achten müssen und dann auch, ja, wofür das Ganze gut ist oder warum man das Ganze trainieren sollte. Am Rande, wenn ihr ja mehr Interesse an meinem Content habt, wenn euch das Ganze gefällt, diese Art von Videos, schaut mal unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr meinen kostenlosen Piano-Crash-Kurs. Ja, und ansonsten auch hier auf meinem YouTube-Kanal ganz, ganz viel Content zum Thema Klavierspielen lernen. Gerne auch dann entsprechend meinen Kanal. Ja, und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal direkt mit der Fingerübung. Es ist an sich eine Fingerübung für die rechte Hand. Wir können dann aber auch die linke Hand noch mit dazu nehmen, um dem Ganzen noch ein bisschen Würze zu geben und ja, auch um die linke Hand oder das Zusammenspiel von linker Hand und rechter Hand noch zu trainieren extra. Aber an sich ist es erstmal eine Übung für die rechte Hand und zwar folgt. Und zwar, ich spiele euch das Ganze mal vor. Was ist die Übung? Das ist es schon. Das ist alles. Wir haben die ersten 5 Töne der C-Dur-Tonleiter. Und ja, normalerweise kennt ihr das vielleicht, dass wir auch eine Fingerübung die ersten 5 Töne hier der C-Dur-Tonleiter spielen. Das machen wir in dem Fall nicht, sondern wir überspringen den zweiten Ton und spielen also hier zunächst C, E, F, G, F, E, C. Ne? Ganz wichtig dabei, wir haben die Hand hier ganz locker liegen und jeder Finger liegt auf einer Taste. Da wir später hier oben das A auch noch brauchen, legen wir die Hand nicht so, sondern so. Das heißt, ja, das D brauchen wir gar nicht. Hier muss kein Finger drauf liegen. Zeigefinger liegt hier auf dem E, Mittelfinger auf dem F, ja, Ringfinger auf dem G und kleiner Finger auf dem A. So, und dann ja, spielen wir erstmal aufwärts und abwärts diese 4 Töne. Ja, das ist schon der erste kleine Teil hier dieser Fingerübung, nämlich gleichmäßig diese Töne anzuschlagen mit den Fingern. Also wirklich hier gleichmäßig anschlagen und immer auch nur ein Finger. Das heißt, die anderen bleiben liegen und immer nur ein Finger schlägt hier die Töne an. Und das ist was, das man als Anfänger auf jeden Fall trainieren muss. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay, ne? Also wir spielen die 4 Töne auf und abwärts. Ne? Also wir spielen diese 4 Töne aufwärts und wieder abwärts. Das Ganze zweimal erstmal, ja, also das ist der erste Teil der Übung. Zweimal. Das ist auch etwas, das kannst du jetzt erstmal oder könnt ihr jetzt erstmal in Ruhe üben, ja, wenn ihr diese Übung zum ersten Mal macht, dass ihr das einfach erstmal so anschlagt, am Anfang langsam und dann kann man auch gerne schneller werden, wenn man es soweit drauf hat, aber dabei immer darauf achten, dass wir es sauber anschlagen. So, und dann gehen wir wieder aufwärts, also das Ganze hat sich zweimal wiederholt, jetzt gehen wir wieder aufwärts. Und jetzt gehen wir aber nicht wieder zurück, sondern wir gehen hier hoch zum A. Ja, und dann spielen wir hier erstmal das G und das A. Und gehen wieder runter dann. Ja? Dreimal wiederholt sich das Ganze, ne? 1, 2, 3. Und dann gehen wir wieder runter, ne? Also dreimal wiederholt sich und beim, ja, im Prinzip noch ein viertes Mal, aber da gehen wir dann wieder abwärts. Ja? Und das ist schon die ganze Übung, mehr ist es nicht.
Ist auch eine schöne kleine Melodie hier an der Stelle. Und warum ist das so eine tolle Übung? Das ist ja jetzt eigentlich ziemlich simpel. Du wirst merken, wenn du es das erste Mal probierst, ist es nicht ganz so leicht. Das Gute dabei bei dieser Übung ist, warum ich diese Übung empfehle, ist, dass wir nicht nur, wie ich es jetzt eingangs gesagt habe, trainieren, ja, gleichmäßig hier die Tasten anzuschlagen mit den Fingern und dann auch zu trainieren, ja wirklich die einzelnen Finger gleichmäßig anzuschlagen, sondern auch wir trainieren durch die Stelle hier vor allem den Ringfinger und den kleinen Finger. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil im Alltag sind das unsere schwächeren Finger, ne, den Daumen, Zeigefinger, ja, vielleicht noch den Mittelfinger, benutzen wir so in der Regel viel häufiger, aber den Ringfinger und den kleinen Finger, das sind unsere schwächeren Finger und die benutzen wir nicht ganz so häufig. Und deswegen ist es aber auch wichtig beim Klavierspiel, um gleichmäßig und wirklich sauber und schön zu spielen, hier auch den Ringfinger und den kleinen Finger besonders zu trainieren, damit wirklich alle Finger gleich die Tasten anschlagen oder auch in der Intensität, in der wir es möchten. Also, dass wir da eine gewisse Kontrolle aufbauen. Das ist im Prinzip eine Übung, mit der du dann lernst, deine Finger und die, ja, Stärke, wie du Tasten anschlägst, auch gleichmäßig anschlägst, zu trainieren, ne? Darum geht es hier bei dieser Übung. Und das ist das Tolle, dadurch, dass wir jetzt das hier machen, trainieren wir also, du könntest auch als Übung einfach nur das hier machen, ja, aber dadurch trainieren wir den kleinen Finger und den Ringfinger. Und das finde ich an der Stelle sehr, sehr wichtig. Und natürlich könnte man es auch so machen, das ist auch eine Übung, dass du nur die beiden Tasten hier anschlägst, ne? Oder auch woanders. Aber ich zeige das gerne im Kontext dieser Übung, weil wir hier auch gleichzeitig eine kleine Melodie noch haben, ne? Weil nur so anzuschlagen, finde ich ein bisschen langweilig. So haben wir halt also noch eine kleine schöne Melodie gleichzeitig dabei. Schön langsam üben und wirklich darauf achten, gleichmäßig. Und dass wirklich, wenn jetzt der Ringfinger hier unten anschlägt, der kleine Finger oben bleibt und sich nicht mitbewegt und auch so, ja. Also du siehst, wenn ich das hier mache, die anderen Finger bleiben völlig ruhig liegen. Es bewegt sich wirklich nur der kleine Finger oder der Ringfinger. Und das ist es schon auf der rechten Hand. Einmal hier die 4 Töne aufwärts, abwärts, das Ganze zweimal und dann gehst du hier runter. Es ist jetzt nicht ganz so wichtig, wie oft du das hier, du kannst auch länger wiederholen, ne? Da ist jetzt, wie das Ganze klingt, ne, wie du das jetzt machst, ist eigentlich an der Stelle nicht ganz so wichtig, ob du das jetzt 3-mal oder 5-mal oder 10-mal hier oben wiederholst. Das Wichtige ist einfach, hier ein Gefühl dafür zu kriegen, die einzelnen Tasten anzuschlagen und hier oben vor allem den Ringfinger und den kleinen Finger zu trainieren. So, das ist also erstmal die Übung. Viel Spaß damit. Das ist jetzt der Hauptteil des Videos quasi gewesen. Und jetzt kann man natürlich diese Melodie, wenn es einem jetzt um die Melodie geht, noch insofern verfeinern, dass man die linke Hand mit dazu nimmt. Und die linke Hand könnte dann zum Beispiel Töne der C-Dur-Tonleiter als Begleitung mitspielen. Dann kannst du zum Beispiel linke Hand so spielen, dass du spielst C, A, F, G. Und dann spielst du wie folgt. Das ist jetzt die einfachste Variante. Also du siehst immer, wenn ich hier mit einem Lauf durch bin, also wenn ich hier, ne, einmal mit dem Part der rechten Hand durch bin und dann wieder neu anfange, gehe ich hier im nächsten Ton weiter. Dann geht es weiter, ne, zum F. Und dann kann man wieder von vorne starten. Das ist die einfachste Variante, einmal anschlagen oder halt in einem bestimmten Rhythmus auf der linken Hand anschlagen und trotzdem natürlich im rechten Hand im Rhythmus bleiben. Ja, und so weiter. Du kannst natürlich auch das Ganze in Oktave hier in der linken Hand anschlagen, also nicht nur den einzelnen Ton, sondern das C hier unten und hier oben. Das war so die Variante, die ich am Anfang gespielt habe, ja. Oder eine Variante noch, die ich dir zeigen möchte, aber dann
reicht es auch erstmal mit diesem Video. Also, das ist jetzt wirklich für etwas Fortgeschrittenere auch. Wenn du das Zusammenspiel von rechter und linker Hand gleichzeitig mit dieser Übung noch trainieren willst, kannst du zum Beispiel auch dir in der linken Hand einen Rhythmus nehmen wie diesen hier. Also, dass du hier im Wechsel diese Oktave anschlägst und dann, finde ich, klingt das Ganze auch sehr cool. Ja. Also, du siehst, wenn ich jetzt die linke Hand dazu nehme und auf der linken Hand noch einen Rhythmus spiele, dann kriegt diese ganze kleine Melodie, diese kleine Fingerübung schon richtig Würze und dann klingt das schon richtig nach was. Ja, jetzt nehme ich noch das Haltepedal mit dazu. Und so weiter und so fort, ja? Könnte ich jetzt ewig so weiterspielen, denke ich, reicht aber erstmal, ne? Du siehst, was man hier also alles machen kann, vor allem, wenn wir die linke Hand noch mit dazu nehmen. Ja, wichtig für dich vielleicht erstmal, linke Hand nicht ganz so wichtig, erstmal hier auf der rechten Hand diese Übung auszuprobieren, hier einfach dich ein bisschen zu üben. Und wenn du das soweit kannst, dann nimmst du gerne die linke Hand mit dazu und probierst das Ganze mal mit der linken Hand zu spielen. Wenn es am Anfang noch schwierig ist, dann fang ganz, ganz langsam an und steigere dich dann Stück für Stück rein. Ja, aber das in Kombination, also erstens eine sehr, sehr geile Fingerübung für die rechte Hand, für das Fingergefühl auf der rechten Hand und auch für das Training der schwächeren Finger, also des Ringfingers und des kleinen Fingers. Und wenn du die linke Hand mit dazu nimmst, ist es auch noch eine geile Rhythmusübung und eine geile Übung dafür, linke und rechte Hand koordiniert zusammenzuspielen. Plus, du hast sogar noch eine kleine spritzige Melodie, die du üben kannst. Deswegen sage ich, jeder sollte diese Fingerübung hier kennen oder sie zumindest mal gesehen haben. Dann auch, wie gesagt, auch gerne mal spielen, mal üben. Ich finde es sehr, sehr cool. Probiert das Ganze mal aus. Ich hoffe, euch gefällt diese Übung. Wenn euch noch irgendwas hier fehlen sollte oder wenn ihr generell Wünsche habt, mal für eine Art von Video, gerne unten in die Kommentare, gerne wie euch das Ganze gefällt. Wenn euch das Ganze gefällt, gerne auch ein Like, wie immer. Und ja, probiert's mal aus. Viel Spaß mit dieser Übung. Das war's erstmal für diese Woche. Ja, viel Erfolg und wir sehen uns dann hoffentlich auch in einem anderen Video auf diesem Kanal wieder. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin und euch noch eine wunderschöne Woche und viel Spaß wie immer beim Klavierspielen.